So I wanted to start with a couple questions first. Zuallererst möchte ich gerne ein paar Fragen beantworten. And the first question was, how would you explain to somebody that the Sabbath is Saturday and not Sunday? Wie würdest du jemand erklären, dass der Samstag der Sabbat ist und nicht der Sonntag? And it really depends on where that person is coming from. Und das kommt jetzt natürlich ganz auf den Hintergrund dieser Person an. If they don't have a background of Christianity or Seventh-day Adventism, you would use a different approach for someone who's not a believer. Haben sie nicht wirklich etwas zu tun mit dem Christentum oder sogar mit dem Adventismus, dann hat man natürlich einen anderen Zugang. I have a series that I put together about the unique Adventist beliefs, but they're designed for people who don't believe at all, like not Christian. Ich habe eine Reihe von Präsentationen über die Glaubenspunkte der Adventisten. Sie sind halt genau auf Personen ausgerichtet, die mit dem Adventistentum eigentlich gar nichts zu tun haben. The average person believes that the church day is Sunday. Die meisten Leute glauben, dass der Sonntag der richtige biblische Tag ist. And if you've noticed, there's a reason why that is. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Because every single wedding, every single funeral, in every Hollywood movie, who is the person presiding over that? In jedem Begräbnis oder jeder Hochzeit, die in einem Hollywood-Film vorkommt, who's the person presiding over? Yeah, who's the one presiding over it? The wedding, funeral. Wer macht das? Also who's the one conducting the service? Wer leitet da den Gottesdienst? Yeah, it's a Catholic priest. Ein Every katholischer single Priester, time. jedes Mal, in jedem Film. Yeah, every single time it's a Catholic priest. So the society at large have been educated, right, in that Also direction. die große Masse wird so erzogen, dass das sich so gehört. So it's not a surprise that even the atheists or the non-believers, they believe that, well, if I'm supposed to come to God, I'm supposed to go to Sunday, and if I'm supposed to come back to God, it's the Catholic Church. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass sogar Atheisten glauben, dass, naja, wenn ich jetzt Christ werden würde, zu Gott kommen würde, dann müsste ich das halt am Sonntag machen und am Sonntag in die Kirche gehen und so. The only ways they understand Saturday is probably the Jews. Die einzigen, die sozusagen dann wirklich den Samstag als Sabbat verstehen, sind dann die Juden. That's not even associated with Christianity for Und die most of society. werden von vielen Leuten nicht mal mit dem Christentum in Verbindung gesetzt. But what I share with someone who's a non-believer is just simple sort of concepts. Was ich mit jemandem bespreche, der nicht glaubt, sind eigentlich ziemlich einfache Sachen, Because first, before you establish the Sabbath, you have to establish the need for rest. Bevor wir mit dem Sabbat anfangen, muss man sich jetzt bewusst werden, dass wir den Ruhetag brauchen. And so that's what I try to do first. Also versuche ich Sie zuerst darauf aufmerksam zu machen. But before I kind of share, maybe I'll ask you guys, like, how have you shared with your friends about why you keep Sabbath instead of Sunday? Or just in general. Aber bevor ich jetzt euch erzähle, wie ich das machen würde, erzählt doch ihr mal, wie erklärt ihr anderen Leuten den Sabbat? Anyone? Irgendjemand? Well, let me ask you this question. How many people have asked you, why do you go to church on Saturday? How many people have had that question asked of them? Wie viele Leute wurden schon mal gefragt, warum geht ihr am Sabbat in die Kirche? Warum haltet ihr den Sabbat? So everybody basically. Jeder so ziemlich. So how have you responded to them? Okay, aber wie habt ihr geantwortet? How have you responded to them? Habt ihr geantwortet? Und wie? Mal ganz einfach, es steht so in der Bibel. It's written in the Bible. Okay. That's a good answer. Das ist eine gute Antwort. Because that directs somebody to the Bible. Das führt die Leute zur Bibel hin. When someone doesn't believe at all, wenn jemand aber so gar nicht glaubt, someone's not Christian, right? Der kein Christ ist, I just tell them, hey, how do you know that there's 24 hours in a day? Denen sage ich einfach, hey, woher weißt du, dass jeder Tag 24 Stunden hat?
What's the answer? Was ist die Antwort? Where do the 24 hours come from? Woher kommt Why isn't it dieses 30 or mit den 20 24 or Stunden? 18 or whatever? Warum ist es nicht irgendwas anderes, so wie 30 oder 18 oder sonst was? Sure, your rotation of the Earth Erdrotation. around its axis one time, right? Okay, so why are there 30 days in a month? Warum haben die Monate um die 30 Tage? The moon? Ist das? Yeah, the moon, exactly. The moon goes around the Earth one time. Der Mond dreht sich um die Erde. So why are there 365 days in a year? Warum 365 Tage pro Jahr? Around the sun. Yeah, so the Earth goes around the sun. And why are there 7 days in a week? Und warum haben wir dann 7 Wochentage? Do you know where that comes from? Wisst ihr, wo das her ist? It's only the Bible. Did Nur you in der know that? Bibel. Whether you're atheist or Christian or Muslim or Jewish, it doesn't matter. Und jetzt egal, ob du Atheist bist, Christ bist, Jude oder Moslem, That comes just from the Bible. Did you know das that? kommt nur von der Bibel. Wusstet ihr das? And the people who say, "Oh, well, you know, I don't know if I believe that." Then I show them examples in history where they tried to change the weekly cycle. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, ich glaube das nicht so wirklich, das mit den 7 Tagen. Und dann erinnere ich sie an Versuche in der Geschichte, wo probiert worden ist, auf 4 Tage oder 10 Tage oder wieder andere Summen zu ändern. Anyone remember where there was a time in history where the weekly cycle was changed? Kann sich irgendwer erinnern, wann das der Fall war? Anyone? Oder wo? Sure, the Französische French Revolution. Revolution. Yeah, they did a 10-day cycle. They Die haben tried das mit den that. 10 Tage Zyklus, 10 Tage Woche How probiert. long did that last for a nation of atheists even? Und das hat auch nicht funktioniert, auch wenn sie Atheisten waren. Yeah, completely didn't work. Yeah. Hat einfach überhaupt nicht geklappt. There were the French, there's been the Greeks, there's been lots of Es waren die different Franzosen, die times. Griechen, noch viele andere. They never are able to maintain it. Aber niemand konnte es durchziehen. And a lot of people will say, well, why don't I just rest when I'm tired, right? Have you heard people say that? Why Und don't I habt ihr just schon mal rest when I'm gehört, dass tired? Leute sagen, ja, warum erhole ich mich nicht einfach, mache einen Ruhetag, wenn ich halt mal müde bin? And I say, I can prove to you the 7-day cycle. Und dann sage ich, ich kann dir den 7-Tage-Zyklus, die 7-Tage-Woche beweisen. When they've looked at people who exercise. Wenn man auf Leute schaut, die viel Sport machen, They used to say you should exercise 3 days a week, 1 hour each time. dann wurde immer gesagt, ja, 3 Tage pro Woche Training und eine 1 hour per Training. Yeah, Also 1 eine hour per Stunde session. 3-mal die Woche. But then they decided to take that and say, well, I wonder if we took those 3 hours and we spread them out over 4 days instead of 3 days. Und dann kam es hier auf die Idee, dass man das statt auf 3 Tage auf 4 Tage aufteilt. And then they followed these people to see how long they would actually live. They've looked at longevity. Und haben sich dann damit befasst, wie lange diese Menschen dann leben würden. So who do you Versucht. think lived longer, 3 days a week or 4 days a week? Wer denkt, ihr hat länger gelebt? 3 Tage pro Woche oder 4 Tage? What do you guys think? Was meint ihr? Take a guess. Ratet's mal. So three times a week, 1 hour each time, or 4 times a week, a little less than an hour. It's like 3 hours divided by whatever 4 is. Yeah. Entweder halt 3-mal pro Woche, jeweils eine Stunde, oder an 4 Tagen sozusagen diese 3 Stunden aufgesplittet. A lot of people were expecting that Knapp unter because einer it takes Stunde dann. time to get your heart rate up, all this other stuff, etc. But actually the 4 days a week lived longer than 3 days a week. Die Leute, die das auf 4 Tage aufgeteilt haben, haben länger gelebt als die mit 3. Then they looked at taking the same 3 hours, same time, right? 5 days a week instead of 4. Haben sie es nochmal probiert, indem sie diese 3 Trainingsstunden auf 5 Tage aufgesplittet haben. So who lived longer, 5 or 4? Wer hat dann länger gelebt? Die mit What do you 5 think? oder mit 4 Tagen? Yeah, it was 5. Then they took 5 days a week and then they compared it to 6 because remember, it's the same 3 hours, same intensity, same everything. Jetzt haben sie genau dasselbe nochmal gemacht, indem sie es auf
was it 6 days now? From And now 5 we're to 6, 5 to 6 days, yeah. Von 5 auf 6 Tage aufgesplittet haben. So who lived longer, 5 days a week or 6 days a week? Und wer Same hat time. diesmal länger gelebt? It's pretty obvious, I guess. Well, you think it's 6? Is it that That's what I obvious? thought, because it's always been that. It is 6 days a week. Then Ja, they- es ist 6 Tage. Then they looked at 6 days a week. Now that's only 30 minutes, okay? That's only 30 Okay, jetzt hat minutes man nur noch each so eine time. halbe Stunde Trainingseinheiten, also schon ziemlich kurz geworden. That's a pretty short workout, right? Da kriegt man nur ein kurzes Workout unter. Then they took 6 days a week and then 7. So now we're even less than 30 days. Jetzt 30 haben sie minutes. es auf 7 Tage aufgeteilt. Jetzt haben wir nicht mal mehr 30 Minuten Training. So which one lived longer, 6 days a week or 7? Wer hat länger gelebt? It was no difference. No difference. Kein Unterschied. So the difference stopped at 6, Also bei 1. 6 hat sich aufgehört. Kein Unterschied mehr. So that is established in medical literature. Und das ist wissenschaftlich auch in der Medizin festgehalten. That's not the Bible. That's not like any spiritual Steht sort of jetzt nicht stuff, in right? irgendeinem geistlichen Buch oder in der Bibel oder so. That's actual scientific facts now. Das sind wissenschaftliche Fakten mittlerweile. So I share that with somebody, Also ich habe das mit jemandem geteilt and they're like, I don't know if I believe that. und die haben sich so gemeint, ja, ich weiß nicht, ob ich And I das say, glaube. I can prove to you that you yourself actually believe in the 6-1 cycle. So 6 days of work, 1 day of rest. Because remember, the Sabbath commandment is a commandment to work as well as to rest, right? Und ich habe ihm gesagt, ich kann dir beweisen, dass auch du an eine 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen glaubst. Denn in der Bibel steht ja nicht nur, ruht einen Tag, sondern es steht auch, arbeitet 6 Tage. What day of the week does everybody hate? Welchen Tag der Woche hasst jeder? What day of the week does everybody hate? Monday, right? Montag. But why do they hate Monday? Have Aber you thought wieso about that? hassen sie alle den Montag? Why do people hate Monday? Warum hassen sie Montag? Yeah, because work starts again. But Die Arbeit you know, fängt wieder an. but you work on Wednesday. You work on Thursday, Man arbeitet right? doch auch am Mittwoch und am Donnerstag. You work on those days as well. Why is Monday like the dreaded curse, right? Man arbeitet doch auch an den anderen Tagen. Warum ist der Montag so gefürchtet und so schrecklich? What do you think? Was meint ihr? Well, I'll give you an example. Ein Beispiel. Friday night, what does the whole world do? Freitag auf Nacht, was machen alle? They go out and do what? Ausgehen. Yeah, they drink and they smoke and they carouse, they sleep with each other, and they party like an animal. I mean, right? That's what people do on Friday night. Kurz zusammengefasst, sie machen Partys, trinken und alles, was dazugehört. And then what do Saturday night? Und was machen sie Samstag auf Nacht? They party even harder like an Dasselbe, animal, nur noch right? viel stärker. So, and then what do Sunday? Und sonntags? They take their iPhone and they set the alarm and they put it under the bed and they take another alarm and they put it across the room. You laugh, this is true. I'm just telling you what people do. So, also sie stellen einen Wecker dort und dort. So, why are they doing that? Aber wieso machen sie das? Why are they setting like multiple alarms? Warum mehrere Wecker stellen? What are they doing? Was machen sie? Yeah, but why is it going to be such a problem, though? Why is it going to be such an issue? They are so tired from the Also just the alcohol purpose. Yeah, go ahead. You can translate that. Sie sind so müde von allem und dass sie halt mehrere Wecker stellen. Wenn man einen verschläft, dann wacht man vielleicht beim nächsten auf. So they don't want to be late for work after being essentially hungover for the last 2 days, right? Sorry, just a question. They put on the alarms for on Monday, right? Because then they go into work. Yeah, because they on don't Sunday wanna- nobody puts an alarm on Sunday. Yeah, they don't want to miss. Yeah, they don't want to miss work because they've been hungover Okay. for the last 2 days, basically. Also nochmal, um das zu klären, also sie stellen die Wecker natürlich für den Montag, kaum jemand stellt den Wecker am Sonntag. Sie wollen nicht zu spät sein für die Arbeit und weil sie so viel gemacht haben am Wochenende,
Deswegen brauchen sie so viele Wecker, damit sie auch ja pünktlich zur Arbeit kommen. And the reason why it's so hard for them to get up on Monday Der Grund, warum es für sie so schwer ist, am Montag aus dem Bett zu kommen, is because they've changed their circadian rhythm for 2 days in a row. weil sie 2 Tage hintereinander ihren zirkadischen Rhythmus unterbrochen und durcheinander gebracht haben. The difference between Monday and the other days of the week is that you haven't had a 2-day change. Der Unterschied zwischen dem Montag und zum Beispiel dem Donnerstag ist, dass du nicht davor so 2 ganz andere Tage hattest. Your body can actually tolerate 1 day of change and you'll still stay on that rhythm. Dein Körper toleriert einen Tag der Veränderung, einem anderen Rhythmus und du bleibst trotzdem bei deinem... But if you do 2 days of a different schedule, your body starts to adapt Aber to die Sache that rhythm. ist, sobald du 2 Tage hintereinander deinen, ja, du hast gesagt, zirkadischen Rhythmus vorhin erwähnt, sobald du das änderst, dann kommt der Körper aus dem Gleichgewicht. And that's the key. Das ist die Sache. Is that Monday is the Monday of misery because of 5-2 rhythms instead of 6-1. Montag ist so gefürchtet in unserer Gesellschaft, weil man nicht 6:1 hat, sondern 5:2. So if somebody kept the same schedule for 6 days and then 1 day was altered, you would not have any problems. Wenn man jetzt 6 Tage den gleichen Stundenplan hat und dann mal einen Tag anders, dann überhaupt kein Problem. And then the person I'm talking to, they're like, oh, they like get it. Und dann den Personen, denen ich das erkläre, dann geht ihnen ein Licht auf. But there's other things that you can share Aber es gibt auch noch andere Sachen, die man that are teilen more kann. complex, like your body's immune system is on a 7-day cycle. There's many things in your body that are on a 6-1 sort of cycle. Da gibt es noch viele komplexere Sachen, zum Beispiel ist unser Immunsystem, das läuft auch nach einem But 7-Tage-Rhythmus. I even share with them things in nature. Like, do you know, anyone ever heard of the 7th-day beaver? Who's ever heard of the 7th-day beaver? Ich erzähle Ihnen auch Dinge aus der Natur. Hat jemand schon von dem 7-Tags-Biber gehört? So there's a friend, I'm serious, this is no joke. So this is a friend of mine. He is actually following a colony of beavers. Ein Freund von mir untersucht eine Biberkolonie. And this colony of beavers actually keeps the Sabbath. Und die halten tatsächlich den Sabbat. It's crazy. He's documented like film, Das showing ist them. verrückt. Er hat das sogar dokumentiert mit Videomaterial, um es anderen Leuten zu zeigen. On Friday night, they go in the den and they don't come out until Saturday night. Freitagabend schwimmen sie in ihrem Bau und sie kommen nicht wieder raus bis Samstagabend. And people will say, oh, but you know, that's just one colony of beavers. All beavers don't do that. Und die Leute sagen, ja, das ist halt irgendeine Ausnahme, ist halt in der Kolonie so, alle Biber tun das doch nicht. And I say, it would only take one beaver to do it. Because how would they know what day of the week it is? Aber schon bei einem Biber ist es doch was Besonderes. Woher soll der wissen, welcher Wochentag es ist? They know light, dark. They would know maybe even seasons, but they would have no idea what day of the week it is. Sie wissen vielleicht hell und dunkel, ja sicher, und eventuell noch die Jahreszeiten, aber woher sollen sie den Wochentag kennen? And there's other phenomena too. Who's heard of the 7-day ox? Wer hat von dem 7-Tags-Ochsen gehört? So this was in Russia, okay? Das spielt jetzt in Russland. And this guy was a Seventh-day Adventist, and they were persecuting him for keeping the Sabbath. Da war ein 7-Tags-Adventist, der verfolgt worden ist, gerade deshalb, dass er den Sabbat gehalten But hat. then the ox joined him in keeping the Sabbath. Aber dann hat sich ein Ochse ihm angeschlossen, ebenfalls den Sabbat zu halten. Who knows of the 7-day dog, hunting dog? Wer Who's heard kennt about that? den You've heard that? 7-Tags-Jagdhund? That's Papua New Guinea. And Papua New Guinea. this guy was an Adventist preacher. He came to a village. He did his whole campaign, preached his heart out, 0 baptisms. Und das war ein Prediger, der kam zu einem Dorf und er hat gepredigt und hat eine große Evangelisationskampagne gemacht und so weiter und es gab keine Bekehrungen, But the keine main Taufen. hunting dog for the village, after he left, started keeping the Sabbath, and it wouldn't eat any unclean meat anymore. Aber nachdem der Pastor wieder weg war, hat der wichtigste Jagdhund des Dorfes begonnen, den Sabbat zu halten. And it wouldn't matter what they would do. They would offer it this food, and it wouldn't eat it anymore. But before it did. Und er hat auf einmal kein unreines Fleisch mehr gegessen, was sie ihm angeboten haben. Der Hund hat das einfach verweigert. And so this was incredible because when they came back to the village, they were so open. They're like, yeah, the dog is doing everything you said.
Und nachdem der Pastor dann wieder zurückkam, waren die Leute plötzlich total offen und haben gesagt, ja, alles was du sagst, das hält unser Hund. So there's many ways you can share the 7-day cycle and also the Sabbath. Es gibt verschiedenste Arten, wie man über den Sabbat und auch den 7-Tage-Wochen-Zyklus reden kann. I mean, there's entomology is also helpful. How many of you have looked at the word study for Sabbath? How many languages for the seventh day is actually some version of Sabbath or some variation of that word? Es ist auch sehr interessant, wenn man sich Sprachen anschaut. In vielen Sprachen ist was wir hier Samstag haben, eine Form des Wortes Sabbat, Shabbat, Sabbato. And what's very interesting, someone pointed this out to me yesterday. In German, do you know how you know what the Sabbath is? Gestern hat mich jemand darauf hingewiesen, dass das im Deutschen besonders interessant ist. Woher weiß man, welcher Wochentag wirklich der Sabbat ist? When you look at the calendar, they put the first day of the week as Monday. Have you noticed that? Denn wenn wir in den Kalender schauen, ist meistens der Montag der erste Tag. And then the seventh day of the week is Sunday. Und der 7. ist der Sonntag. But that's false in their own language. Aber Did you know das that? macht in der eigenen Sprache schon keinen Sinn. Because what's your day for Wednesday? Wie heißt denn bei euch der Mittwoch, right? And what does that mean? Mid-week, doesn't it? Isn't that what it means? Mitte der Woche? Heißt es das nicht? And that doesn't work when it's Monday, Tuesday. Oh, Mittwoch, right? Und das Oh, whoops. funktioniert dann We're a natürlich little off because we still got like 4 more days after that. Whoops. Man kann ja nicht einfach so Montag, Dienstag, oh, schon die Mitte. Das funktioniert nicht. But when you understand what day the Sabbath is, you have Sunday, Monday, Tuesday, 3 days, right? Then you have Mittwoch. Aber wenn du den richtigen Sabbat hast, dann funktioniert das mit dem Mittwoch. Auf einmal stimmt's. And then Sonntag, after Montag. that, you happen to have Thursday, Friday, Saturday. What a coincidence. Genau, 3 Tage, dann Mittwoch, wieder 3 Tage. So ein Zufall. So that's the joy of these older sort of languages, is that they recognize what the truth is. Das ist das Besondere in diesen alten Sprachen, in denen man sogar die Wahrheit finden kann. And if you're interested in more entomology, like language sort of stuff, you can look up God of My Fathers. There's a sermon called that, where I go to the oldest language. Und wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, was die Sprachen anbelangt, dann googelt God of My Fathers. Das ist da liste ich sehr viele davon auf. So yeah, that's the thing, is that there's so many ways to explain the Sabbath to someone. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemandem den Sabbat zu erklären. And if you just go to the Gospels, it's very easy too. Und wenn man einfach ins Evangelium schaut, ist das auch nicht schwer. If they are willing to be honest with you about the crucifixion weekend, Wenn sie auch mit dir ehrlich sein wollen über das Kreuzigungswochenende, all you have to do is go to Luke muss man nur ins Lukas-Evangelium schauen. and just ask them and say, well, what day of the week was Jesus crucified on? Und fragen, an welchem Tag wurde Jesus gekreuzigt? And what will they say? Was werden sie antworten? You look at Luke 23, the end of the chapter, right? Lukas 23, Ende des Kapitels. And it's that simple. Das ist ziemlich einfach. Luke 23, the end of the chapter. And once you get them to commit that Jesus rose from the dead on Sunday and was crucified on Friday, it's done. Wenn sie zugeben, dass Jesus am Freitag gekreuzigt worden ist und am Sonntag auferstanden ist, Because verse 54 says that day was the preparation when he died, and then the Sabbath drew on. in Vers 54 ist die Rede vom Rüsttag, vom Tag der Vorbereitungen. And it says in 56, they returned, prepared spices and ointments, and rested on the Sabbath day according to the commandment. Und im Vers 56 lesen wir, dass diese Frauen da Salben und Kräuter und dergleichen vorbereiten und dann aber den Sabbat halten und ruhen. And then you go to the next verse, right? Because chapters and verses, that was not part of the Bible. That was put in there later, right? Und dann gehen wir zum nächsten Vers, weil die Kapitel und diese Versziffern wurden erst später hinzugefügt. Now on the first day of the week, Am ersten very Tag der early in the Woche, morning, right? That's sehr when he früh am rose from the Morgen, dead.
Because they went to prepare his body, but he was already raised, right? Kamen ja die Frauen zu dem Grab und wollten eigentlich den Leichnam salben, aber Jesus war schon weg, auferstanden. Yeah. So you already have what day the Sabbath is. As long as they agree that Jesus rose from the dead on Sunday and was crucified on Friday, you're done. Solange sie dir Recht geben darin, dass Jesus halt am Freitag gekreuzigt worden ist und am Sonntag auferstanden ist, ist es einfach und klar, Samstag, Sabbat. And there's many other ways you can show biblically, right, that Sabbath is the seventh day of the week, Saturday. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man von der Bibel her zeigen kann, dass der Samstag der Sabbat ist. Because a lot of people will acknowledge, yes, okay, Jesus rose from the dead on Sunday, so that means the Jewish Sabbath was Saturday, right? Und viele sagen, ja, Jesus ist am Sonntag auferstanden, der Sabbat ist ja der jüdische Samstag. And how many jüdische people have heard Sabbat. that? Well, that's for the Jews, right? Wer von euch hat schon gehört, das betrifft ja nur die Juden? Yeah. And what's very interesting is when you look when Jesus was walking through the field and they gathered grain, right? Was sehr interessant ist, ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern durchs Feld geht und sie diese Ähren ausraufen. He gives a very interesting passage, and he says, the Sabbath was made for what? Da sagt er etwas sehr Interessantes. Der Sabbat wurde für wen oder was geschaffen? Does anyone remember what he says? Kann sich jemand erinnern? Sabbath was created for man. So Mark chapter 2, right? Markus Kapitel 2, Verse 27. Vers 27. Markus 2, Vers 27. So the Sabbath was made for man, for the Menschen. Der Sabbat wurde für die Menschen gemacht. And do you know what the word for man, the word for Menschen, do you know what that word is in the original language? Wisst ihr, was dieses Wort in der Originalsprache ist? The word is anthropos. Anthropos. And what does that sound like? Anthro what? Anthropology, right? What is anthropology? Was ist das? Anthropologie. Is anthropology a study of the Jews? Ist es eine Wissenschaft über die Juden? Is anthropology a study of Chinese people or Asian people? Oder über Chinesen und Asiaten? No, it's the study of mankind. Es ist die Untersuchung oder es befasst sich mit der Menschheit jedenfalls. So Jesus is saying the Sabbath is for all man. Jesus sagte, der Sabbat ist nicht nur für die Juden oder die Chinesen oder wen auch immer, es ist für alle Menschen. And the other thing you can point out is that the Sabbath was present way before the Jews. Und noch etwas, was man hier aufzeigen kann, ist, dass es den Sabbat schon weit bevor es die Juden gab. In fact, you can find existiert hat. all 10 commandments before Sinai. Did you know that? Alle 10 Gebote lassen sich bevor der Gesetzgebung am Berg Sinai finden. So, Wusstet ihr das? I mean, way before that, you Weit have the 10 davor. commandments. Like in creation, you have the Sabbath, Schon bei der right? Schöpfung gibt es den Sabbat. I mean, and if they don't want to accept that, then they're like, okay, well, you know, Wenn sie das nicht anerkennen wollen, dann if they want to leave that with the Jews, you would say, well, is don't kill for the Jews, or don't, you know, don't lie, don't commit adultery, is that for the Jews also? und wenn sie das Sabbatgebot jetzt nur für die Juden stehen lassen wollen, dann kannst du fragen, ja und töten, und nicht töten, das gilt jetzt auch nur für die Juden und nicht Ehebrechen. People will say it was nailed to the cross. How many people have heard that? You heard Viele, that? habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt, das Gesetz wurde ans Kreuz genagelt? Right? So, well, okay, great. I can go to the bank and rob the Ja bank super, now. jetzt kann ich die Bank ausrauben. Right? I mean, no one would do Okay. away with any of that, right? Niemand würde das jetzt so schnell abschaffen. But they're doing away with just one commandment. And ironically, it's the only commandment that says remember that people want to forget. Und ein einziges Gebot, das wollen sie aus dem Weg räumen. Und interessanterweise steht genau bei dem Gebot, gedenke, erinnere dich, gedenke des Sabbattages. So, what they want to nail to the cross is the Sabbath, right? Was sie ans Kreuz nageln wollen, das ist der Sabbat. But the verse that they're referring to is Colossians 2:16. If you look Der at that. Vers, auf den sie sich beziehen, ist in Kolosser 2, Vers 16. And you can actually see in that verse Und in diesem Vers sieht what man, was nailed to the cross. was wirklich ans Kreuz genagelt worden ist. Let's take a look. Lass uns da mal nachschauen. Someone read that.
Colossians 2:16 for me. Würde jemand das lesen? Kolosser 2, Vers 16. Soll euch nur niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumondes oder Sommers. You know, some people have called this verse the Achilles heel for the Seventh-day Adventists. Manche nennen das die Achillessehne der 7-Tags-Adventisten. You tell me I can't eat this, I can't do whatever at the Sabbath. This tells me no. Du erzählst mir ja, das solltest du nicht, das darfst du nicht essen und den Sabbat musst du halten und in dem Vers steht, nee. And I'll just say, read the verse though. See what it's referring to. Und dann sage ich, aber lest den Vers, schaut, worauf es sich eigentlich bezieht. I'm not telling you to keep a new moon, right? I mean, where does that come from? Ich habe euch noch nie erzählt, dass ihr jetzt den Neumond feiern sollt. Meat, Kommt das the denn word her? meat in the Bible is food, right? A food, right? Offering, right? Das Wort, was hier verwendet wird für Fleisch, meint eigentlich eine Speise. And it's saying a holy day, right? Und dann ist noch die Rede von einem heiligen Tag, einem There were Festtag. many Sabbaths and offerings and the new moons that were part of the Jewish feast days or festivals, right? Im jüdischen Festkalender gibt es verschiedenste Neumonde, Feiertage, Sabbate, die werden auch als Sabbate bezeichnet. And then the next verse basically tells you what it's talking about. Und im nächsten Vers sehen wir dann, worum es hier geht. Read the next verse. Lies mal den nächsten Vers. Verse 17, go ahead. Das ist der Vers 17. Yes, all right. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper gehört Christus. So it says they're a shadow of things to come. Es ist ein Schatten von zukünftigen Dingen. But when the Sabbath was instituted, is the Sabbath of the weekly cycle, is that a shadow of things to come? Aber ist der Sabbat, der damals eingesetzt wurde als Teil der Woche, ein Schatten von zukünftigen Dingen, die erst kommen sollten? What is the Sabbath to commemorate? Does it like look forward to something? Ist der Sabbat, weist er auf Or irgendetwas does hin, it ein look Ereignis, das noch backwards kommt? to something? Oder schaut es zurück? Erinnert es sich an etwas? What do you think? Was meint ihr? All you have to do is look at the Sabbath commandment, number 1, right? It says, remember the Sabbath day to keep it holy for, and then what comes next? Und zuallererst schauen wir mal in das Gebot selber, was da steht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest, For auf das, weil Jesus is coming and is going to fulfill the Sabbath. Is that what the commandment Jesus says? kommen wird und den Sabbat erfüllen. No, it says, for in 6 days God created the heavens and the earth. That's looking backwards to Denn creation. in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Es ist eine Erinnerung, ein Zurückblicken auf die Tage der Schöpfung. Right? So it's commemorating something in the past. It's not a shadow of things to come. Right? Es ist eine Erinnerung an etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Es zeigt nicht auf irgendein neues Ereignis hin. I'll show you what the shadow of things to come is. Look at 1 Corinthians 5:7. Lass uns in 1. Korinther 5, Vers 7 schauen. Ich möchte euch zeigen, was dieser Schatten der zukünftigen Dinge, was damit gemeint ist. Look at 1 Corinthians 1. Korinther, chapter 5, verse 7. Read that. Kapitel 5, Vers 7. Whoever reads, please get a mic. 5, 7. Ja, bitte. Sag, wenn es jemand hat. Ja, Tim's Mic. Salome. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Wie ihr schon ungesäuert seid, denn auch unser Passalam, Christus, ist für uns geopfert worden. I love the German word for Passover, Passalam. It That's sounds not like Passover, but it's Passa lamb. Yeah, it sounds because you have So the lamb feast. incorporated in the word in German. I love it. So the Passover, right? Das Passafest. That was a Sabbath, right? There were 2 Sabbaths in Passover. Da gab es 2 Sabbate. And what was Passover looking to? Und worauf hat das Pesachfest, also das Passafest, hingewiesen? Worauf hat es hingedeutet? What was it looking to? Yeah, but what act of Jesus specifically? Auf welches Ereignis ist im Leben Jesu? Yeah, he died. He Sein died. He Tod. It says Christ, our Passover, is sacrifice, meaning he dies for you, right? Das heißt, Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert.
So this is like looking forward, right? So the Jewish feast days are looking forward to the ministry of Christ. Every feast day is some aspect of the ministry of Jesus. Das versteht man darunter, dass manche Feste auf etwas hinweisen, was noch kommen soll, ein Schatten des Zukünftigen. And the concept is if the Passover, right, is looking forward to the ministry of Jesus, Wenn das Passafest auf das Wirken Jesu hinweist, in addition to the other feasts, gemeinsam auch mit den anderen Festen, plus you have the new moon Sabbath, right? noch zusätzlich den Neumond-Sabbat, You have the meat offerings, the drink offerings, right? die Speis- und Trankopfer. What do those represent? Was stellen Sie dar? Wofür stehen die? Again, the sacrifice and the ministry of Christ, right? Wiederum geht es um den Dienst und das Wirken Jesu. And so the other way you can show that is Matthew chapter 24, Eine andere Möglichkeit, das zu zeigen, finden wir in Matthäus 24, verse 20. Vers 20. Matthäus 24, 20. So Jesus is saying, when you see armies surround Jerusalem, it's time to go. Jesus sagt, wenn ihr seht, dass um Jerusalem von Armeen umzingelt ist, dann flieht in die Berge. But then he says, pray that your flight from Jerusalem would not be on certain times and days. Aber dann fügt ihr noch hinzu, dass bitte betet darum, dass eure Flucht nicht geschehe zu bestimmten Tagen und Zeiten. Can you remind me Könnt ihr mich vielleicht erinnern, when Jerusalem was destroyed? wann Jerusalem zerstört worden ist? Anyone know? Weiß das vielleicht irgendwer? Yeah, 70 AD, right? Im Jahr 78, In 70 AD? 67 AD, 78? 70 nach Christus? in 67 AD, Cestius came and surrounded the city, right? The Roman general. Davor kam der römische General Cestus And und then hat die They Stadt umzingelt. left for some unknown reason. Und aufgrund von irgendwelchen unerklärlichen Gründen sind sie wieder abgezogen, die Armeen. And the Jews all went after them. Alle Juden sind ihnen hinterhergejagt. There was the sign, right? Das war das Zeichen. But 3.5 years later, Titus came back and renewed the siege, right? Aber 3,5 Jahre später kam Titus und hat die Stadt wiederum belagert. So 70 AD, how long was that after the cross? Also 70 Jahre nach Christus, wie lange ist es jetzt nach der Kreuzigung? How long was it after the cross? Wie lange ist es jetzt nach der Kreuzigung? Almost 40 years, right? Nahezu 40 Jahre. And so I think that if it was nailed to the cross, Jesus would say, yeah, don't worry about that. You don't have to keep the Sabbath, right? I've done away with that. You know, that's not like next year after the cross. That's like 2 generations after the cross. Wenn das Sabbatgebot damals bei der Kreuzigung wirklich ans Kreuz genagelt und somit abgeschafft worden wäre, dann hätte Jesus doch nicht gesagt, dass sie 40 Jahre später den Sabbat halten sollen, nicht dem Sabbat fliehen müssen sollen. So look at verse 20. Someone read that for me. Schaut doch bitte in den Vers 20. Matthew 24, verse 20. Matthäus 24, 20. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. So, I mean, why even say that, right? Does it matter? Warum sagt er das überhaupt? Ist das irgendwie wichtig? But then people will say, oh, but he was speaking to people who were culturally Jewish. So they would keep the Sabbath, but I am from Paul. I'm a Gentile. I follow Paul, right? Und da kommen Leute und sagen, ja, aber das spricht ja doch für Leute, die kulturell aus dem Jüdischen kommen. Ich bin ein Heide, ich folge Paulus nach. How many people have heard that? Wer hat das schon mal gehört? That's for the Jews, but we're the Gentiles, Das ist für die right? Juden. Was ist mit den Heiden? All right, go to Acts, Geht in die Apostelgeschichte, chapter 13. Kapitel 13. So I'm going to kind of just give you a real quick overview. So Paul has come.
he preached a sermon at the synagogue. Ein kurzer Überblick. Paulus ist gekommen und hat in der Synagoge gepredigt. And there's people like outside kind of like peeking through the windows, Und da gibt es draußen so Leute, die schielen so ein bisschen durchs Fenster, right? Trying to listen in. versuchen so ein bisschen zuzuhören, zu Who are those lauschen. people? Wer sind diese Leute? The Gentiles, right? Die Heiden. And so when he's done, look at verse 42. Someone read that for me. Geht mal in den Vers 42, als Paulus fertig ist mit dem Predigen. Go ahead, Annika. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass sie ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkünden würden. Hey, don't worry. I can just preach to you tomorrow on Sunday. No biggie, right? No. They said, preach to us the next Sabbath. Und hier kommen ja tatsächlich sogar die Heiden und sagen, ja bitte, kannst du nächsten Sabbat uns das nochmal predigen? Sie sagen nicht, geht's morgen am Sonntag oder am Mittwoch oder was auch immer, sondern bitte nächsten Sabbat. Wir wollen es nochmal hören. Remind me, who were these people that wanted the sermon next Sabbath? Who were the people? Wer war nochmal gleich die Leute, die nochmal die Predigt hören wollten? It was the Gentiles. Die Heiden. Right? So anyone who says that, they don't understand the Bible, right? Jeder, der dieses Argument bringt, ja, es ist ja nur für die Juden, die verstehen die Bibel nicht The richtig. Bible's very clear about the Sabbath, Die Bibel ist ja sehr eindeutig. but it's like anything else. You Aber will es wie auch in find anderen whatever you're looking Fragen. for. Man right? kann in der Bibel alles finden, was auch immer man sucht. If you keep looking for something, you'll eventually find it. Wenn du suchst und suchst, dann wirst du es auch mal finden. Aha, here is the verse, right? It says, don't judge me about the Sabbath. Yes, I finally found it. Und dann stößt du auf den Vers, richtet nicht in Bezug auf den Sabbat. And that's the thing, is that people will justify their own behaviors eventually, Und die right? Menschen versuchen natürlich ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen. You know, I had a patient Ich hatte einen and I had been Patienten trying to get him to quit smoking for like forever. und ich habe ewig schon mich bemüht, ihm vom Rauchen zu helfen, dass er wegkommt vom Rauchen. And he'd come into the ER over and over again because he had emphysema, COPD, because the guy's continuing to smoke, right? Und er kommt ständig wieder in die Notaufnahme wegen Atemwegsprobleme, COPD und so weiter. And he finally told me one day, he said, Doc, you don't have to worry about me. I've been listening to what you're saying. Und irgendwann kam es dann zu dem Punkt, dass er gesagt hat, You don't have mach to dir worry keine about Sorgen um mich. the smoking Ich habe dir because zugehört. I only do organic now and I roll it myself. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich tue jetzt nur noch biologische Bio-Zigaretten rauchen und ich roll sie sogar selber zusammen. So he's smoking organic tobacco now. Jetzt hat er sich endlich gebessert und raucht biologischen Tabak. And the reason why is that he wants to keep smoking, Der right? Grund That's ist, the weil er point. einfach nicht aufhören will mit dem Rauchen. And that's true about anything. Und das ist in allen Dingen so. You're going to find a way Du wirst immer irgendeinen Grund, to irgendeine Möglichkeit listen to your finden. music, do your drugs, be with this relationship with somebody. You're going to figure out a way to do that. Du wirst immer irgendeine schlaue Begründung finden, warum du weitermachst mit diesen Drogen, diese oder jene Musik hörst oder mit der oder der Person eine Beziehung führst. The brain will find a reason to do what the heart tells it. Das Gehirn wird einen Grund finden, das zu tun, was das Herz ihm sagt. And that is true not just for people outside, that's for inside. Und That's das for you and I. gilt genauso für uns wie auch für alle anderen. We'll find a reason to justify what we're doing even though we know that it's not right. Right? Wir werden immer gute Gründe finden, das zu rechtfertigen, was wir tun, auch wenn wir insgeheim wissen, dass es nicht richtig ist. But there's lots of ways to share about the Sabbath. Aber es gibt viele Möglichkeiten, But Menschen über those den are Sabbat just zu a erzählen. few of them that I use to share with people. Das sind jetzt nur ein paar ausgewählte, die ich gerne verwende. But one of my favorites was the Seventh-day Beaver, going back to them. Aber trotzdem, eine meiner Lieblingsgeschichten ist der 7. Tags Biber. He's followed this colony and they've gone to different places. Und dieser Forscher hat diese Kolonie weiter untersucht, sie haben immer wieder den Standort No matter gewechselt. where they go, they always keep the Sabbath. Und egal, wo sie hingehen, sie halten strikt immer den Sabbat. So one time they were thinking, well, what are they doing?
Eines Tages haben sie sich dann gefragt, ja, was machen die eigentlich? So one time when they went into the den Friday night, they put in a hidden camera to see what they were doing, and they were actually reading Desire of Ages, all sad. No, just kidding. Und dann, das war jetzt so Spaß, ich dann, shall I translate it? No, they understood it. It Okay. sounded like. But anyway, no, that's not what happened. But Das ist zwar nicht passiert, so wie ich das jetzt gerade erzählt but my habe. point is, I think that God has given you plenty of ways to verify the Sabbath for someone if they're a believer or if they're not a believer. Gott hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, den Menschen den Sabbat zu bezeugen, zu erklären, egal ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. But I think the best way to show somebody about Sabbath is just take them with you on Sabbath. Ich finde trotzdem, das Einfachste und Beste ist, wenn du einfach mit jemandem gemeinsam den Sabbat verbringst. Let them enjoy a Sabbath with you and your family, you know? Take them with you to church, take them to lunch, you know? Let them experience the Sabbath. Nimm sie mit in die Gemeinde, nimm sie mit zu deiner Familie nach Hause, dass sie den Sabbat genießen und selber erleben. Like it's describing to somebody, wow, you make this homemade bread. What does it taste like? Well, it's kind of nutty and this. Just eat the bread. Just try it. Das wäre so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brot backe und dann werde ich gefragt, ja, wie schmeckt denn das Brot? Und ich versuche das zu beschreiben, ja, es ist knusprig und Nüsse sind drin und so. Das Einfachste ist, koste doch mal, dann weißt du es selber. That's the best way for someone to understand is to experience it, right? Das Beste und Einfachste ist, dass jemand etwas versteht, ist, dass er es selber erlebt. All right. Okay. We've got, let's see, one more question Noch eine zweite Frage jetzt. here. Some of these I answered personally with people. So it says, how do you build healthy and good habits not just for 2 weeks? Wie kann man gute und gesunde Gewohnheiten aufbauen, die nicht einfach nur 2 Wochen lang halten? So it starts like anything else, right? Das beginnt so wie alles andere auch. It starts with small things, right? Kleinigkeiten. And I tell people, when you make a goal, Ich sage den Leuten, wenn ihr euch ein Ziel setzt, start with small goals fängt mit kleineren Zielen an. because you'll get encouragement and momentum to go on to big ones, right? Weil wenn man kleine Ziele erreicht, dann wird man immer mehr ermutigt, größere Ziele And anzupeilen. that's a biblical concept. Und dieses Konzept finden wir auch in der Bibel. Look at Luke chapter 16, verse 10. Schau doch bitte in Lukas 16, Vers 10. Someone read that for me. Wenn jemand das lesen könnte. Lukas 16, Vers 10. Oh, you're so sweet, Salome. Thank you. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. So you start with the small things. Man fängt mit dem Kleinen an. And I've even told people, like, when they want to start a workout program, Ich habe den Leuten sogar schon erzählt, wenn du beginnen möchtest zu trainieren, I want you to go 1/2 kilometer walk per day. dann geht mal pro Tag einen halben Kilometer. They're like, a half kilometer? That's like nothing. Und sie sagen, was willst du? Das ist ja fast gar nichts. And I said, but if you increase it 0.1 kilometers a day, right, within a month, right, you're already up to, 3.5 kilometers. Aber wenn man das immer mehr steigert, dann ist man nach einem Monat schon bei 3,5 Kilometern pro Tag. So I tell people to start small. Ich sage den Leuten, fangt klein an. Like if people want to memorize scripture, Wenn ihr zum Beispiel Bibelverse auswendig lernen wollt, maybe start memorizing one a week. Maybe just Dann- do the Sabbath school lesson, right? beginnt mal mit einem Merkvers pro Woche, zum Beispiel den aus der Sabbatschullektion. And then work up from there. Und dann arbeitet euch von da aus hoch. And I try to get myself motivated, like I'll memorize scripture passages that the spirit of prophecy where Ellen White says you should memorize this. Und ich versuche mich da selber zu motivieren, indem ich mal mit den Texten anfange, von denen Ellen White sagt, dass wir sie unbedingt auswendig lernen sollten. And I'm like, okay, well, if she says I should memorize it, probably a good idea. Und wenn das dort steht, wenn Gott durch sie gesagt hat, dass ich das auswendig lernen sollte, dann ist das, denke ich mal, eine gute Idee. So that's another concept. And then the other question is, what can I do to be a missionary in my town?
Und die zweite Frage, die hier jemand aufgebracht hat, ist, wie kann ich in meiner Stadt ein Missionar, ein Zeuge für Gott sein? The best way to be a missionary in your town is to be a missionary in your house. Die beste Möglichkeit, ein Missionar in deiner Stadt zu sein, ist erstmal bei dir zu Hause einer zu sein. If you can be a missionary to your own family, Wenn du für deine eigene Familie ein Missionar sein kannst, you can be a missionary anywhere. dann kannst du überall ein Missionar sein. Because your family knows what buttons to push to get you angry and stuff like that. Deine Familie weiß genau, was man machen muss, um dich auf die Palme zu bringen. And I would just say that there are people in your own family who need the Lord, who don't know the truth. Und auch in deiner Familie gibt es Leute, die Jesus, ihren Herrn brauchen, die die Wahrheit nicht kennen oder nicht angenommen haben. And one of my favorite passages about being a missionary comes from Ministry of Healing. Einer meiner Lieblingsabschnitte in den Schriften von Ellen White in And Bezug Ministry auf, of Healing, it's page 143. auf ein Missionarsein ist im Buch Schritte zur Gesundheit oder das hat auch einen anderen Namen. Danke, in den Fußspuren des großen Arztes. The page was? Let's look at Ministry of Healing, page 143. 143. I don't know if ich weiß nicht, ob es gleich ist im Deutschen und Englischen. Does anyone have it in Deutsch? Hat es irgendwer gerade in Deutsch? Ministry of Healing, page 143. Christ's method alone. I bet you Max could find it. I see him working on that. I know that one. It's But you really, know what really good you know one. what the passage is, Yeah, though, that's right? a really good one. So it says Christ's method alone will give true success in reaching the people. Nur Christi Methode allein wird uns wahren Erfolg geben, die Leute zu erreichen. And then there's a 5-step plan. Und dann haben wir hier einen 5-Stufen-Plan. The Savior mingled with men as one who desired their good. Er hat Zeit mit den Menschen verbracht, wie einer, der ihnen das Beste wünschte. And so you're just hanging out with people, right? Er verbringt Zeit mit den Leuten. You're Dasselbe getting gilt to für know euch. them. Lernt sie kennen. That's what the word mingle means. It's like you're just hanging out, right? Das bedeutet dieses Wort. As one who desired their good. Als jemand, der ihnen das Beste wünschte. Das Now Gutes that might wünschte. not necessarily be their spiritual good at first, right? Und das muss jetzt gar nicht mal gleich geistliches Wohl sein. It might be, a health thing, like a cooking school. Es kann auch eine Gesundheitssache sein wie ein Kochkurs. It might be helping to watch their kids. Es kann auch einfach sein, mit den Kindern zu It helfen. might be walking their dog or feeding their dog while they're gone. Mal mit dem Hund spazieren gehen. It might be playing ball with them after the lectures. Mit manchen Leuten nach den Seminaren Ball zu spielen. And then the second step is he showed his sympathy for them. Der zweite Schritt ist, er zeigt sein Mitgefühl, sein Mitleid. And we can all sympathize with people. Und wir können alle mit Menschen mitfühlen. The Bible says, weep with those that weep and rejoice with those that rejoice. Die Bibel selber sagt, weint mit den Trauernden und freut euch mit denen, die fröhlich sind. The word sympathy means just to feel with. Mitfühlend heißt, wie wir es schon haben im Deutschen, mitfühlen. So mingled with them as one who desired their good. That's probably even 2. And then showed sympathy for them. Also er verbringt Zeit mit ihnen, kann man auch aus eigenen Schritt zählen, dann als jemand, der ihr Bestes wünschte und dann he mingled with men and he showed his sympathy for them. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, Ministered to their needs. half ihren Nöten ab Won their confidence. und gewann ihr Vertrauen. Then he bade them follow me. Erst danach hat er sie aufgerufen, folgt mir nach. And here's what I tell people. They always ask, they say, well, how do I know if I've won someone's confidence? Und dann fragen mich die Leute immer, ja, woher weiß ich denn, ob mir jemand vertraut, ob ich sein Vertrauen gewonnen habe? They will start to ask you questions. Sie werden dich Fragen stellen. They will start to ask you, well, what about this? What about that? Sie werden dich fragen, ja, was ist aber mit dem oder mit dem? And I can tell it's the last days Und ich kann euch sagen, wir leben in den letzten Tagen. because I'm working out in the gym and guys will come up to you and say, hey, what do you believe? Und ich mache gerade einen Workout im Fitnesscenter und plötzlich kommt ein Typ auf mich zu und sagt, hey, was glaubst du eigentlich? So I'm having like Bible study in between sets with these guys now. Und dann habe ich in den verschiedenen Sets, in den Trainingspausen, haben wir immer Bibelstunde mit diesen That's Trainingstypen. when you can tell they're ready. And so I invited this guy, hey, how would you like to come to church with me? Yeah, that'd be great.
Hier ist es offensichtlich, dass er bereit ist. Und als ich ihn gefragt habe, magst du mal mitkommen in die Kirche, in die Gemeinde, dann dachte er, ja, super. That's how you can tell they're ready for you to make the appeal. Like give them a piece of literature or invite them or something like that. Da kannst du dann ganz klar sehen, dass sie bereit sind, mehr zu bekommen, dass du zum Beispiel ihnen ein Buch geben kannst. I'll give you an example. Ein Beispiel. I was in actually Germany. Ich war in Deutschland And I was visiting kind of a cultural center. It was like this monastery. It was kind of a popular sort of place to go. und ich habe halt so ein Kulturzentrum, es war ein Kloster, habe ich besucht. And there was a guy just out there singing his guitar, Und draußen saß so singing with his guitar, and he had the case open. eine Person und hat Gitarre gespielt, den Koffer offen hingestellt He had his CDs there. und seine CDs daneben liegen. And basically, one of my friends started going there with him and singing with him. Ein Freund von mir kam auf ihn zu und hat mit ihm mitgesungen. And I said, oh, that's great. I got to go over there and continue this. Und ich habe mir gedacht, oh, wie cool, das ist super, ich muss da auch mitmachen. And I said, so tell us what you're doing. Und dann habe ich den Gitarristen gefragt, ja, erzähl uns mal von dir, And was he machst said, du so? I'm just actually taking my kayak and I'm going down the river and I stop and I sing and I get some money. Und der hat tatsächlich gesagt, ja, ich fahre mit meinem Kajak eigentlich hier immer weiter und von Stadt zu Stadt und schaue, dass ich ein bisschen Geld And he said, verdiene. I'm kind of doing a pilgrimage, so I didn't bring any credit cards or money with me, and it's only what I earn while I'm singing that I could, get some food or water or even a hotel or whatever. Und es ist tatsächlich so, dass ich auf einer Art Pilgerreise bin. Ich habe kein Geld mit, keine Kreditkarte oder irgendetwas. Ich lebe nur von dem, was ich bekomme durch das Gitarrenspiel. And I said, well, how have you been doing so far? Und wie ging es dir so weit, habe ich ihn gefragt. I've been sleeping in the boat most nights. Ich habe die meisten Nächte im Boot verbracht. And then my friend says, well, my roommate's gone. Why don't you stay at our place? Und mein Freund hat gefragt, ja, mein Zimmerkollege ist gerade mal nicht da, magst du nicht bei uns schlafen? So he stayed with me there in the flat. Dann haben wir gemeinsam in der Wohnung übernachtet, We had breakfast together. We had dinner together. gefrühstückt, Abend gegessen. And at the end, I was like, no, give him a great controversy. Give him a great controversy. Und am Ende hatte ich so das Drängen, gib ihm doch einen großen Kampf, das So- vom Schatten zum Licht. He looked at it because he was not a believer at all. Er hatte eigentlich überhaupt keinen Glauben gehabt. And he told us the answer to witnessing. Und er gab uns die Antwort. He said, this sort of book I would never read or never even be interested in. Er hat gesagt, dieses Buch, ich würde da nie reinschauen oder mich dafür interessieren. But because I know you now and I've spent time with you, I want to read it. Aber weil ich euch kenne und Zeit mit euch verbracht habe, Because werde ich's lesen. people read you first before they read the book you give them. Sie lesen dich zuerst, bevor sie das Buch lesen, das du ihnen gibst. And that's how you reach out to others. That's how you're a missionary. So bist du ein Missionar, so gehst du auf andere Leute zu. Unfortunately, the average person is going to judge you in 7 seconds. Do you know that? Leider bewerten die meisten Leute uns in nur 7 Sekunden. And that's where the health message comes in. Und hier kommt die Gesundheitsbotschaft dazu. If you are healthy, right? Wenn du gesund bist If you are happy und glücklich and have an expression of joy on your face, und einen Ausdruck der Freude hast, ausstrahlst, in 7 seconds, all they're going to get is like maybe a few words, and they look at you, and that's pretty much it. in 7 Sekunden, da passen nicht viele Worte rein. Sie schauen dich kurz an, aber Worte und das war's. That's why it's so important to have a witness like constantly. Darum ist es wichtig, dass wir durchgehende Zeuge sind. You're a missionary just by walking around your town. Did you Du know bist that? ein Missionar nur dadurch, dass du durch die Stadt spazierst. You're a missionary just by what you look like. Tatsächlich auch nur dadurch, wie du aussiehst. I remember, what was it? I think it was you, Johannes. You're like when you go out, like what shirts do you use? Do you like always use shirts like that? And I'm like, why not? Right? Why not? Hast du das translated? Yes, of course. Ja, so wie zum Beispiel du Johannes, wenn du rausgehst, trägst du immer solche Shirts? What was your point? And my point was, yes, always when you go out, He asked always wear a you. shirt like that. No, I Yeah. thought about Do you your like shirt. have Tommy Hilfiger or Und whatever, like just a dann kam die regular Frage, shirt, right? Tim, hast I du immer have lots solche of regular T-Shirts? shirts, but when I go out, I do these shirts for sure. Aber wenn ich auf die Straße gehe, rausgehe, trage ich immer solche T-Shirts. And specifically when I travel, because the airport
I get a lot more visibility, right? Und ganz besonders, wenn ich reise und unterwegs bin, denn gerade am Flughafen sehen mich viel mehr Leute. And I can tell you, I have had supernatural experiences from the shirts. Und ich kann euch sagen, ich habe übernatürliche Ereignisse nur durch meine T-Shirts gehabt. And I came to the gate for the flight. Und ich bin zu diesem Gate gekommen wegen meinem Flug. And I upgrade usually like, I'd say 80% of the time. Und Upgrade like to first class. Ich nehme 80% der Fälle nehme ich die erste Klasse, But they Business make you Class. wait till the gate, like till the very end. Aber man muss halt lange warten. And they said, oh, will Mr. Riesenberger come to the gate, please, the counter? Und die sagen, ja, They Herr mispronounced my name. Riesenberger, bitte kommen Sie zu I dem. said, hi, I'm Tim Riesenberger. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Tim And the guy Riesenberger. was like this, and when he looked up, another voice came out of him. He said, what do you want? Okay, here's your ticket. Like another voice was saying, what do you want? Like that. It was like insane. Plötzlich hat er schaut so, er schreit And zum he did not Computer. acknowledge that some kind of voice came out of him. He just said, here's your boarding pass. And I said, thanks. Der hat einfach auf seinem Computer getippt und schaut so hoch. Und dann kam plötzlich eine ganz andere Stimme. Und ich gesagt, was willst du? Und dann hat er ganz normal weiter gesagt, ja, hier ist deine Bordkarte. Und ich habe gesagt, ja, Here's your passt. upgrade. Und er hat es nicht mal selber I think that's what he bemerkt. said. In his own voice. But he didn't even realize what had happened. Er hat gar nicht bemerkt, was passiert ist. But in that same airport, not the same time, but that same airport, Aber I in had dem another experience. Gleichen Flughafen zu einer anderen Zeit hatte ich wieder eine Bless you. Erfahrung. Gesundheit. The lady who was doing the security checks, like the TSA, I don't know if you guys have, I think you guys have something like that in Germany. Die Dame, die den Sicherheitscheck durchführt. I came through the metal detector. Also ich bin jetzt durchgegangen durch den Metalldetektor. Durch She stopped me. She says, I can't talk to you for long because there's cameras on us. Und sie hat mich kurz aufgehalten und gesagt, ich kann jetzt nicht lange reden, wir werden gefilmt von But den I want Kameras. you to know I was so discouraged. Aber ich möchte, dass du weißt, ich war so entmutigt. And I was on my break. Und ich hatte gerade Pause. And I was telling God, is there any hope for mankind? Und ich habe Gott gesagt, gibt es irgendeine Hoffnung noch für die Menschheit? I was on my break just reading my Bible. Ich hatte Pause und habe einfach meine Bibel gelesen. And as soon as I said that prayer, I looked up Und sobald ich das Gebet gesehen hatte und and I hochgeschaut saw habe, you with this shirt coming habe through ich the dich metal mit detector. diesem Shirt gesehen. And she said that was an answer to my prayer. Und das war die Antwort auf mein Gebet. Thank you for being that answer to my Danke, prayer. dass du die Antwort für mich warst. You've encouraged me and given me hope. Du hast mir Mut gebracht. And I believe that all of us can do that. Jeder von uns kann das tun. And there's still some more questions, but I want to be able to give us a break right now. Wir haben noch mehr Fragen, aber jetzt machen wir erstmal Pause.